Viele denken, Lehrer sein ist überall auf der Welt doch gleich. Klassenzimmer, Tafel, Kinder, Kreide, ab geht's. Nie, gar nicht. Heute nehme ich euch mal mit in meinen kanadischen und deutschen Lehreralltag und zeige euch, welche kulturellen Unterschiede mich wirklich überrascht haben und die dich sicherlich auch überraschen werden. Also der größte Kulturschock für Lehrer in Kanada zuerst, ne? Es gibt keine Verbeamtung. Wenn du aus Deutschland kommst, bist du vielleicht gewöhnt, dass du ja einen Beamtenstatus hast, dass der Staat dir Sicherheit für immer gibt. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, gibt es das einfach nicht. Du bist angestellt oder eben auch eine Permanent Teaching Lehrkraft und dann hast du natürlich andere Vergünstigungen, aber diese Art von Verbeamtung ist relativ unbekannt und auch nicht gewollt. Das heißt natürlich einerseits mehr Unsicherheit, andererseits aber auch mehr Flexibilität. Also es kann durchaus sein, dass du dich jedes Jahr neu bewerben musst als Lehrkraft auf die gleiche Stelle oder auf eine andere Stelle, bis du eine permanente Anstellung gefunden hast. Ähm, aber es gibt dir natürlich auch die Flexibilität, auch mal zu sagen, nee, dieses Jahr möchte ich eigentlich an einer anderen Schule unterrichten oder ich bewerbe mich auf eine ganz andere Stelle oder eben auch sogar ganz auszusteigen für ein paar Jahre oder auch für immer, ohne dass da dieser Rattenschwanz mit der Verbeamtung hinten dran hängt. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne, dann mache ich dazu gerne nochmal ein Video, ein gesondertes, zum Thema Verbeamtung und Beamtenstatus als Lehrkraft mit dem Beispiel Kanada. Für mich war das zu Anfang auch ein ziemlicher Schock, aber auch ehrlich gesagt ziemlich befreiend, weil das eben auch eine ganz lebendige Schulkultur erzeugt, wenn es so viel Flexibilität auch für die Lehrkräfte gibt. Der nächste Schock waren halt Krankheitstage. Das erste Mal, als ich hier in Kanada gefehlt habe, habe ich mir einen großen, großen Kopf gemacht und habe gedacht, ich kann doch nicht fehlen. Was soll ich denn jetzt machen? Und da wurde mir aber gleich gesagt, kein Problem, hast du einen Subplan, also einen Vertretungsplan. Und den hatte ich, Gott sei Dank. Und dann konnte eine externe Vertretungslehrkraft kommen, extra für diesen Tag. Und die hat dann für mich den Unterricht in meiner Klasse übernommen. Manchmal gibt es in kanadischen Schulen auch feste Vertretungslehrkräfte, die dann vielleicht deine Klasse auch schon ganz gut kennen und von daher wirklich auch auf die SchülerInnen eingehen können mit ihren ganzen ja, Voraussetzungen und Challenges. Und dann hast du wirklich einen Tag, wo auch Unterricht passiert und wo nicht irgendwie Herr Meier reinkommt für deinen Englischunterricht und dann mal ein bisschen Spiele spielt oder so. Wobei auch das einen pädagogischen Wert haben kann, nicht? Aber es ist doch schön, wenn dann wirklich die Klasse auch vertreten wird von jemandem, der sich damit auskennt und du auch einen so guten Plan hast, dass die Klasse davon profitieren kann. Ähm, in Deutschland ist es ja auch so, dass dann häufig die Kollegen rangezogen werden, wenn du krank bist. Und das kann zu Unmut führen, wenn du eine chronische Erkrankung hast oder kleine Kinder und man einfach häufiger fehlt und andere Kollegen das vielleicht nicht haben und die müssen das dann immer noch auffangen. Diese Reibungspunkte entfallen dank dieser Vertretung doch ziemlich, auch im Kollegium, im Lehrerzimmer und führt doch zu einer Entzerrung und niemand regt sich darüber auf, wenn du vielleicht aufgrund von einer Grippe mal eine Woche fehlst oder ein paar Tage fehlst. Du lernst außerdem deinen Unterricht so zu strukturieren und auch deine Klasse so vorzubereiten, dass sie mit einer Vertretung auch klarkommen werden. Deine Kollegen werden also nicht mit zusätzlichem Unterricht belastet und du selber auch nicht, wenn du Vertretung machen musst für Kollegen in Deutschland. Jeder kennt das, man hat sich auf eine Freistunde eingestellt und hat gehofft, dass man da vielleicht noch die Klassenarbeit der Sechsten korrigieren kann. Und dann wird man zur Vertretung angezogen. Das ist immer so eine kleine Disruption und manchmal funktioniert das dann auch nicht so gut. Ähm, und von daher ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes System, finde ich. Diese Vertretungslehrkräfte sind oft Lehrkräfte, die entweder schon im Ruhestand sind und noch ein bisschen drin bleiben möchten oder auch Anfängerinnen, also die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und jetzt ein bisschen reinschnuppern möchten, vielleicht noch keine Anstellung gefunden haben.
Oder eben auch Leute wie du und ich, die aus dem Ausland kommen und erste kanadische Unterrichtserfahrung sammeln möchten, ohne dass man gleich die Verantwortung für eine Klasse hat mit all den Elterntagen und Zeugniskonferenzen, weil das hast du als Vertretung nämlich nicht. Ein ganz weiterer großer Unterschied ist Inklusion. Wir reden in Deutschland sehr viel über Inklusion, aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, sieht man, dass es doch noch, ich sag mal, Verbesserungsmöglichkeiten gäbe. In Kanada hingegen bedeutet Inklusion wirklich, alle Kinder kommen in dieselbe Klasse. Sie haben ein Recht darauf. Und das ist völlig unabhängig von besonderen Bedürfnissen. Das heißt nicht, dass manche Kinder vielleicht doch zu Hause unterrichtet werden, weil es vielleicht nicht genügend Personal gibt, die sich dann um diese Bedürfnisse kümmern kann. Aber im Prinzip hat wirklich jedes Kind das Recht auf diese Bildung und es muss eigentlich dafür gesorgt werden, dass jedes Kind seinen Teaching Assistant bekommt oder seinen Sonderpädagogen, der dieses Kind dann den ganzen Tag über begleitet oder zu gewissen Zeiten begleitet und einfach da ist. Das heißt konkret, du arbeitest als Lehrkraft ganz eng mit Resource Teachers zusammen, Educational Assistants und auch Therapeutinnen. Dein Unterricht ist differenziert, flexibel und individuell. Sprich, 25 Schüler in einer Klasse, 25 verschiedene Lernwege. Wir reden in Deutschland immer viel über Differenzierung. Hier in Kanada ist das eher, wir leben Inklusion. Da wird gar nicht weiter drüber nachgedacht. Wir versuchen, allen Kindern gerecht zu werden, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist manchmal. Ich werde ganz häufig auch gefragt, wie ist das denn mit den Noten in Kanada? Noten, ja, gibt's, aber anders. In vielen englischsprachigen Systemen werden Leistungen formativ und summatives Assessment getrennt betrachtet. Also typisch ist, viele kleine Aufgaben, formative Aufgaben, so Übungsphasen, die oft gar nicht benotet werden, sehr, sehr individuelle Evaluierungen, zum Beispiel Projekte statt Tests. Und dann gibt es große summative Assessments, also die entscheiden über die Note. Es gibt Rubrics, zum Beispiel Bewertungsraster. Und da können die SchülerInnen genau sehen, was von ihnen erwartet wird und können dadurch auch ihre Note dann besser nachvollziehen. Für mich war das ehrlich gesagt ganz genial, denn dadurch, dass die SchülerInnen genau wissen, was erwartet wird, ähm, können sie das eher auch umsetzen, was ich gerne von ihnen hätte. Und es gibt natürlich auch weniger Diskussionen auf Elternsprechtagen oder auch mit den SchülerInnen selbst. Eine der allergrößten Überraschungen für europäische Lehrkräfte ist dieses Spiral-Curriculum. Diese Philosophie ist, dass du nicht einmal ein Thema machst und dann ist das quasi gefrühstückt, abgefrühstückt und kommt erstmal nicht so wieder. Hier ist es so, du kehrst immer wieder dahin zurück. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. In der Mathematik in Klasse 3 hast du in Kanada Brüche verstehen. Also wir gehen erstmal davon aus, dass die Schülerinnen sehen, okay, wenn ich einen Kuchen teile in 4 Teile, das ist ein Bruch. In Klasse 4 sind es Brüche vergleichen. In Klasse 5 Brüche addieren und in Klasse 6 dann Brüche in Dezimalzahlen umwandeln, zum Beispiel. Du baust also das ganze Jahr und eigentlich die ganze Schulkarriere über an denselben Konzepten spiralförmig weiter. Das bedeutet natürlich auch, dass manche SchülerInnen vielleicht schon ein bisschen weiter in dieser Spirale sein werden. Hier kommt der individuelle Unterricht zum Vorschein. Oder eben halt auch mal irgendwo ein bisschen länger verweilen können. Denn im nächsten Jahr kommt es ja alles wieder. Das nimmt ganz viel Druck raus und macht Unterricht sehr nachhaltig. Dann geht es um die Technik im Unterricht. Oh ja, da habe ich ziemlich viel erlebt, sowohl in Kanada als auch in Deutschland. In manchen Schulen in Kanada ist es so, dass jeder Schüler, jede Schülerin ein Chromebook hat, besonders seit der Pandemie. Es gibt digitale Aufgaben in den Google Classrooms. Es gibt keine Blätterstapel normalerweise. Schulen benutzen Moodle, Flip, Google Classroom, Nearpod, Kahoot, Lookit, alles Mögliche.
und Google Doc natürlich, um schriftliche Aufgaben auch einzureichen. Es ist Standard, dass man in den Classroom Interactive Whiteboards hat, in jedem Raum. In meiner Schule in Deutschland war das auch so, aber ich weiß, dass es in anderen Bundesländern und in anderen Schulformen vielleicht nicht so ist. Da gibt es vielleicht einen Beamer für das gesamte Gebäude, WLAN, das nach 30 Sekunden eine Pause braucht, ne? Und Kreidetafeln wie ab 1980. Ist auch nicht falsch, nicht falsch verstehen hier, aber die Frage ist doch, wie können wir Technik einsetzen, um eben individualisierten Unterricht auch anzubieten. Das heißt, dass deine SchülerInnen nicht alle unbedingt deinem Frontalunterricht folgen. Das ist eigentlich relativ unbekannt. Man arbeitet eher in kleinen Gruppen, die entweder leistungstechnisch zusammengesetzt sind oder eben aufgrund von sozialen Interaktionen. Und man hat dann vielleicht 2 bis 3 SchülerInnen und macht mit denen kleine Small Group Lessons, während der Rest der Klasse sich anders beschäftigt. Und dass das klappt, dafür müssen Voraussetzungen geschafft werden, denn sonst hat man ein Chaos. Man kann nicht einfach in die Klasse gehen und sagen, so, wir machen jetzt Small Group Unterricht, wir finden uns in kleinen Gruppen. Ich arbeite jetzt mal mit Anna, Luisa und Tom und der Rest geht über Tische und Bänke. Nein, also es gibt ganz klare Regeln und die SchülerInnen sind von Kindergarten auf an eigentlich daran gewöhnt. Und so klappt das in den allermeisten Fällen auch richtig gut. Und ansonsten hat man eben halt auch noch Teaching Assistants oder Resource Teachers, die in diesen Phasen auch mal unterstützend mit im Unterricht sein können. Ja, Innovation ist in Kanada Key. Hier wird sehr viel ausprobiert. Und das ist eher so ein Gefühl von, ja, let's try it, give it a try. Und man hat nicht so viel Angst, dass was schiefgehen könnte. Deshalb hat man das eben mal ausprobiert und sagt sich, okay, das mache ich weiter. Oder man stellt es in die Ecke. Das ist dann auch kein Beinbruch. Ja, aber was hat mich persönlich am allermeisten überrascht? Also wir haben jetzt schon über den fehlenden Beamtenstatus gesprochen, über die Vertretungslehrkräfte und den spiralförmigen Unterricht, also das Curriculum eher. Aber was hat mich am allermeisten überrascht, neben Inklusion, das zu sehen, wie das funktioniert, das war eigentlich auch so der Humor und die Leichtigkeit im Alltag. Ich habe den Eindruck, dass Lehrkräfte in Kanada sich nicht ganz so ernst nehmen, wie es jetzt vielleicht an einem Gymnasium in Deutschland der Fall ist. Ich weiß, auch da gibt es Unterschiede. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber hier ist es auch ganz typisch, dass man Teamteaching macht, dass man regelmäßige Staff-Meetings hat, die aber eben nicht bis abends 18 Uhr stattfinden, sondern eben innerhalb von einer Stunde klar durchstrukturiert sind. Es gibt Fortbildung während der Schulzeit. Also unsere Kinder haben einmal im Monat einen halben Mittwoch, weil dann die Lehrkräfte den Nachmittag nutzen, um eben sich auszutauschen. Das finde ich auch eine ganz wunderbare Sache, denn so als Einzelkämpfer unterwegs zu sein als Lehrkraft im Jahre 2025 ist doch was anderes. Und Teamteaching oder ein gutes Team hinter sich zu wissen, ist immer ein ganz schönes und unterstützendes Gefühl, auch für die Schülerschaft. Ja, aber auch diese Art von Team habe ich in Deutschland kennenlernen dürfen und bin dafür auch sehr, sehr dankbar. Ja, noch etwas vielleicht ein bisschen am Rand und auch für die Eltern interessant und die Schülerinnen. Es gibt an den meisten Schulen in Kanada keine Hausaufgaben, jedenfalls nicht bis Klasse 7. Ja, Quebec ist vielleicht ein bisschen anders. Die haben auch eher noch Tests und so. Aber in den anderen Provinzen gibt es eigentlich keine Aufgaben nach der Schule, was dann eben auch den Nachmittag sehr entzerrt und ein bisschen ja, entspannter gestalten lässt, auch für die Eltern. Und es gibt eben halt auch den Kindern eine echte Chance, deren Eltern nicht studiert haben oder wo die Mutter nicht nachmittags zu Hause ist und die Hausaufgaben überwachen kann. Und ist sicherlich vielleicht auch ein Grund dafür, warum Kinder, die aus Migrationsfamilien kommen, also die einen Migrationshintergrund haben, wo die Eltern vielleicht noch nicht so gut Englisch sprechen, dass die trotzdem eine sehr reale und gute Chance haben, in Kanada einen guten Abschluss zu machen,
zu studieren und den Beruf auswählen zu können, den sie möchten, weil sie eben nicht darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern ihnen bei den Hausaufgaben helfen, denn es gibt eben keine. Ja, also wenn dir solche Einblicke in den kanadischen Lehreralltag gefallen und du sagst, ah, darüber möchte ich eigentlich noch mehr wissen, wie ist das mit der Inklusion? Wie ist das denn hier mit den Vertretungslehrkräften? Könnte ich vielleicht das auch machen oder so? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like hinterlässt und da vielleicht mir auch einen Kommentar schreibst, welche Themen dich jetzt besonders interessieren. Und wenn es dich ganz doll interessiert, kannst du natürlich auch sehr gerne meinen Kanal hier abonnieren. Das war's. Bis zum nächsten Video und denk dran, Unterricht ist nicht immer gleich Unterricht, wie es du es kennst. Und das macht es eben auch so spannend für uns Lehrkräfte, mal in ein anderes Land zu gehen und reinzuschnuppern, wie es da so aussieht. Bis dann. Ganz herzliche Grüße aus Kanada.